Yay. Immun gegenüber Statuseffekten, solange SAS aktiv ist. Perfekt. Das heißt, kein Brand mehr. Baki Wandteppich. Oh, endlich mal. Da hinten ist er. Dann machen wir noch die Vertrauensepisode. Was auch immer da geschieht. Hey, Gamma. Are you free right now? Oh nein, stimmt, da war ja was. Gamma? Sorry, I was just thinking. Is something the matter? I'm here if you need to talk. Yeah, maybe I should talk to someone. One of my friends who retired from the OSF has gone missing. Ich dachte schon, es geht über die Maske. Hahaha. So ein Scherz. I first learned about it when I got a message from his younger brother. We hadn't talked in a while. He asked me if I might have any ideas, but I couldn't give him any. I was just wondering what to do now. I can see why you're worried. Is there anything I can do? No, I can't trouble you with this. It's a personal problem. But I want to help. Why don't you just tell me what you can? It couldn't hurt. Thank you. I'll take you up on that. The friend who went missing was an old classmate, and then we worked together in the same platoon when he was still in the OSF. But as the years went by, the anti-aging medication's effects weakened, and his body began to age. It's something all children of the state have to face eventually, but he reached his limit sooner than me. His powers waned as he aged, and fighting became too difficult. He retired this past spring. I see. I'm glad he managed to retire safely and not get hurt or die. Yeah, but children of the state face a tough situation after retirement. The body ages normally after they stop taking the medication, but the abuse their brains sustained over so long a time is significant. Many retired soldiers deal with various issues, stemming from their body's changes exacerbating their brain's fatigue. It's that tough for them? Can't they treat that with medication? I hear there are many who receive treatment, but it's not easily cured. If it becomes prolonged, it also affects the patient psychologically. Do you think your friend wasn't feeling well after retiring? Yeah, he was tired, physically and mentally. I tried my best to stay in touch after he left, but after a while he just kept asking me about the OSF and my missions. It seemed like he wanted to come back. He missed his old job after having trouble adjusting to retirement. I mean, he was with the OSF for decades after all. It's tough to instantly change your life. He never wanted to retire to begin with. Those who can no longer fight will never be able to return to the OSF. I decided to distance myself from him, so he can finally move on from the military and build a new life for himself. I didn't reply to his messages or meet up with him. Looking back now, I was probably too harsh. His brother said it was cold of me to cut off all contact like that. I can't blame his brother for saying that. It might be my fault he disappeared. Maybe I pushed him away when he needed me the most. You did it for your friend's sake. You can't blame yourself for that. For now, you should do what you can. Have you tried calling your friend? No, I haven't reached out to him yet. Then try messaging him. Even if you don't know where he is, it should reach him if he's safe. Maybe he's just waiting for you to contact him. You're right. Waiting here won't get me anywhere. I'll take your advice and do whatever I can. There's no reply. He might need time to notice the message. Let's wait a little longer to see if it reaches him. Or it reached him, but he's not planning to reply. There's no way for us to know. Back when we were in the OSF together, we could easily brain talk with each other and had GPS to know our location. Yeah, that's not available since he retired. He has to go through the trouble of accessing a terminal. I can't really relate how inconvenient things are after you retire. But he must have been going through a lot. Yeah. Why don't you keep messaging him and wait to see what happens for now? I'll see if there's anything else we could do. I'm glad for your help. I'll let you know if I learn anything. Okay. Poor Gemma. I never really thought about what people do after they retire. Ist ja auch vor allem sehr krass dort bei der AS. I know.
The OSF database could have information on Gemma's friend. Das letzte Mal, also... The data's locked. I guess that's not a surprise. Wataru, you got a sec? Yo, what's up? There's an OSF matter I want you to look into whenever you're free. OSF. So information that can't be found through official channels. Okay, send me the info. I'll look into it. Thanks, Wataru. I hope we find a lead on Gemma's friend. Wenn's einer schafft, dann Wataru. Wataru ist nämlich der Beste. Dü -dü -dü. Kann mich nicht niederlassen. Das Verschicken von Nachrichten macht keinen Spaß, wenn nicht geantwortet wird. Können wir reden, damit ich auf andere Gedanken komme? Alles gut, antworte einfach, wenn du das hier siehst. Es ist also alles gut, okay? Das erinnert mich an den Text eines berühmten Lieds. Ich kenne es zwar nicht so gut, es geht aber um die ausbleibende Hallo. Antwort auf eine Nachricht, weshalb weder an Schlaf noch Essen zu denken ist. Oh, jetzt weiß ich's wieder. Es ist ein Liebeslied. Tut mir leid, ich wollte mich nicht lustig machen oder so. Bei der Liebe geht es darum, verärgert und deprimiert zu sein, oder? Ich verstehe dieses Gefühl gar nicht mehr. Ich werd wohl alt. Ich weiß, dass Liebe nichts für mich ist. Danke, ich habe etwas gelernt. Doch, Gemma, ganz bestimmt ist Liebe was für dich. Das musst du kommen. Nimm dir Arashi, die definitiv nicht zu jung für dich ist. Kappa. Also bist du erst ein Held und dann ein Verräter? Vielleicht ist das für dich ja okay, Yuito, aber nicht für mich. Genau, deswegen, was haben wir hier? Eine seltene antike Lampe habe ich dir aber schon gegeben. Anscheinend. Weiß nicht. Ich würde noch den Squashschläger warten lassen. Ich gebe nochmal die seltene antike Lampe. Bam, bam, badam, bam, bam. Hier nur für dich. No way! Thank you! Wie sie sich freut, ist schon süß. Also wenn ich mir eine Waifu aussuchen dürfte, wäre es sie. Wir haben gerade miteinander geredet. What's the matter, Hanabi? Why are you sighing? Did something happen? Oh, Yuito. No, it's nothing. Come on, you can tell me. We've known each other since we were kids. Yeah, you're right. Thanks. So, the other day when I was battling an other, I accidentally burned a building that was nearby, and Gemma scolded me. Das habe ich He nicht said that my mitbekommen. control of my powers was rough, and I'd eventually end up hurting those I need to protect. He doesn't mince words. He's right, though. I wasn't paying enough attention. Gemma asked me what I wanted to be as a member of the OSF, and to think hard about what I'm fighting for. The thing is, I still can't picture what I want to strive for. Right. You did mention that you never thought about what you wanted to do in the OSF. Yeah. And the things we've seen since joining? You know, the suspicious secrets and inhumane experiments? Just awful things that ruined that image I had of the OSF as a kid. That's true. After finding out that the organization we're in caused a lot of suffering to so many people, I can't picture anything positive when someone asks me what I want to fight for as a member of the OSF. I understand that feeling of disappointment. Finding out this isn't the organization you thought it was. But you're the one who's out there fighting. You just need to figure out what you're fighting for as an individual, not as part of the OSF. My reason for fighting. I'm not sure if I have one. I bet you'll come up with something if you think about it. I mean, if there's no reason, then why have you been fighting by my side all this time? Weil ich dich liebe. It's because you... I what? Nothing. I'll try thinking about it some more. Okay, but there's no rush. I'm always here if you want to talk. Thanks. It's not like me to doubt myself like this. Feeling sad won't change anything. All right. I'm going to find a reason to fight. Yeah, that's the spirit. Thanks for cheering me up. You were always cheering me up when we were kids, so it's my turn now. You don't owe me anything, but I'm happy to hear you say that. Thanks for listening. Sure. Just let me know if there's anything I can do for you. Don't worry. I will. Ihr Grund fürs Kämpfen ist This may not Yuito. come out right, but it's more fun living in the unit than I thought. It's a little inconvenient, though. Yeah, but everyone in our platoon is nice, and I'm always with you. I hope we can keep fighting together. Being with you makes me feel safe.
Woran das wohl liegt. Greife einen ungeschützten Gegner an und Hanabi ruft. Okay. Okay, was? Okay, Hanabi ruft dann? Oder wie darf ich das verstehen? Antworte mit YB? Ach so. Und sie erscheint als Vision und führt einen Spezialangriff. YB, okay. Wenn ich dran denke. Goldene Baki-Puppe. Ui, also das sind ja tolle Geschenke. Das ist jetzt wissen. Er versteht's nicht. Er versteht's einfach nicht. Wir können das rumschieben. Das finde ich schön. Das sah sehr schön aus. Sah sehr realistisch aus. Ich will das richtig umdrehen auf das X. X. Ich sagte X. Es funktioniert nicht. Nein, es funktioniert nicht. Was war die Nachricht von Hanabi? Erinnerungen betreffend Kindheit. Du hast über deine Kindheit gesprochen, da wurde ich ganz nostalgisch. Wir haben in diesem Krankenhaus so viele Abenteuer erlebt. Ja, du hast mich an deiner Hand durch die Gegend gezogen. Ich habe mich immer darauf gefreut, dich zu sehen. Ich mich auch. Ich hoffe, ich kann dich immer noch genauso aufmuntern wie damals. Ich glaube schon, ja. So, Tsugumi. Tsumugi? Tsugumi? Tsumugi. Ich muss das jetzt nachgucken. Traurig, wenn ich die Charaktere schon vergessen. Tsugumi. Major General Fubuki hat dir vertraut, Yuito. Deshalb hat er dir Arahabakis Schlüsselgenerator überlassen. Und du kriegst ein schönes Geschenk, nämlich noch eine Pflanze. Ich glaube, dann wird der Squash-Schläger ans Tsugumi gehen. Okay. Ja, okay für dich. Kann ich das wirklich haben? Ja, kannst du. Benutze es. Und Luca? Nieten werden noch immer anders behandelt. Viele Leute haben ihnen gegenüber Vorurteile. Ich weiß. Ach, du willst auch... Aber du hast doch Drohne und Controller, also... Du bekommst keinen Squash-Schläger. Thank you. Mein Engel. Es wäre schön, wenn wir die Drohnen der Krähen auch so steuern könnten. Ja, aber das ist jetzt auch egal. Yuito ist das... Oh, süß. Er spielt mit seiner Drohne. Das ist ja wirklich süß. Also die spielen auch mit den Geschenken. Also das finde ich toll. Finde ich schön. Ich glaube, sonst haben wir alles, oder? Du bist keine Luft, mein Guter. Du bist nicht Luft. Du bist sehr wichtig. Du bist nämlich der wichtigste Charakter des Spiels. Du sorgst dafür, dass wir speichern können und hast immer deinen Laden dabei. Also wenn du Luft bist, dann wäre ich schon traurig. Also du bist der Wichtigste. Fernsehen, meine zwei Lieblingscharaktere. Die Bürger haben schockiert erfahren, dass Yuito Sumeragi, einst als patriotischer Held gefeiert, nun zum Verräter deklariert wurde. Die Regierung fordert die Auslieferung von Yuito Sumeragi wegen der Flucht nach Seran, doch Sumeragi befindet sich weiterhin auf der Flucht. Der einst als Held gepriesene Yuito wird nun als Feind betrachtet, nachdem er von ihm eingeladene andere in die Gemeinschaft geführt hatte, um die Nation zu täuschen. Ach, jetzt übertreibt doch nicht. Das ist ein bisschen sehr harsch. Gut, die nächste Standby-Phase. Mach das, ja. Do you guys have a minute? We need to talk about what we should do next. We were talking about either going to Togetsu or Seiran. Yeah, but I don't think there's much difference between Seiran and New Himuka. Especially when I think about those ampules. That's why I'm thinking about reaching out to Togetsu. Does that mean our only option is defecting to Togetsu? No, we're not just going to be running away. I have no idea what kind of place it is, after all. All I know is that it's an independent religious state, and that they may have information Suo and Seiran don't. Unlike my father and brother, I've grown up not knowing what this government, what this country is really like. Even now, there's probably more I don't know about this place than I do. That's why I want to find out. I just want to do whatever gives us the best chance to learn something new. What do you guys think? I agree. The hideout might be safe, but nothing would change if we just sat here and held our breath. Besides,
Togetsu's isolation means a lower chance of being attacked by Suo or Kasane on Seiran's behalf. I don't know what kind of place it is, but it might be worth checking out. I don't mean to make this a case of process of elimination, but I doubt we can get any more information from Suo or Seiran. Besides, as someone looking to uncover this country's secrets, I'm intrigued by Togetsu. It might also give me a chance to learn my brother's true intentions. Actually, there is something I remember about Togetsu. A while back ago, my uncle had mentioned about a deal he had made with them for work. You mean the OSF hospital? Yeah, even though it's an independent city, they apparently have normal business transactions. What is it that they were dealing? I think he said food and medical supplies, although I'm not sure if it's still going on to this day. It's likely that there's more to the deal than that. If the OSF hospital is involved, it will surely be connected to power research or metamorphosis technology. Is it just me, or does Togetsu seem a little fishy? We have to accept a certain level of danger. As they say, nothing ventured, nothing gained. Yeah, I think so too. Thanks for remembering something so important, Hanabi. We'll be able to keep an eye out for that now. You're coming, right? To Togetsu? I mean... Of course! Whatever deals my uncle had with them have nothing to do with me. And if they're doing something bad, we'll just take them out. I'm not sure we should go there looking to pick a fight. Ja, ich bin auch der Meinung, wir sollten da friedlich... Ja, ja, genau. Fackelt einfach ganz Togetsu ab. Ja, weil sie Feuer ist. Really? Like, I set the mood for the group? Sie wird eher heiß. Like Togetsu is in the middle of snow-covered mountains. What? You're after my pyrokinesis? Ja. Well, Commander, I guess we know our platoon's goal now. Ja, hätte ich mich entscheiden müssen, hätte ich wahrscheinlich auch Togetsu genommen. Let's move out. Our next destination is Togetsu. Das Puzzle einer unbekannten Geschichte. Das Team wird zu Verrätern erklärt und kann nirgendwo hingehen. Trotz der Situation entscheidet sich Yuito, in den Gottesstaat Togetsu zu reisen. Schneegebiet. Sieht sehr schön aus. Gefrorener Atem, Hieno. Haben wir, glaube ich, einmal was davon gehört, oder? Hieno Mountain. It's all snow and ice. It's cold. Colder than I thought. Sieht aber schön aus. Also wirklich sehr, sehr schön. Das Schneegebiet. Kann man hier auch durch? Wahrscheinlich mit Teleportation, oder? Anscheinend nicht. Dann einfach wegschieben. Nein? Nee, ich kann hier nicht durch. Ah, warte mal, vielleicht mit Pyrokinese. Das scheint hier der richtige Weg zu sein, oder? Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir noch ein Schneegebiet bekommen. Ich liebe Schneegebiete, das halt, es sieht halt immer sehr schön aus. Ich finde, Schnee sieht sehr, sehr schön aus. Ist ja die Frage, gibt's hier auch andere? Bis jetzt sieht es nämlich nicht so aus, obwohl das sieht sehr gut nach anderer aus. Oh, echt? Okay, danke. Ja, stimmt, die Angriffsvision. Ja, warte, dann... Rast du doch nicht gleich so aus. Ist mal ehrlich, Hanabi. Wer dran? Okay, ich sehe schon, was die Explosion ist. Stimmt, das könnte ich auch mal machen, das ist schlau. Sehr schöne Explosion, muss man sagen. Ich frage mich halt, ist es egal, welchen Weg man geht, oder? Der Regen-Lamy. Ja, mein Regen ist richtig lame, das stimmt schon. Oh nö, Mr. Explosionsgeist ist auch dabei. Kannst du bitte mal weggehen? Ja, warte, ich gehe mal als Klerokinese. Oh, ja, ich habe diesen Satz
sehr vermisst. Hat er aber gesagt, der Enemy droppt something oder die Enemy droppt something rare? Das ist der Unterschied. Das muss man unterscheiden. LT mal bitte. Oh, warte mal. Okay, explodiere halt einfach so. Ich habe nichts dagegen. Aber war es jetzt unnötig, den Weg zu gehen? Oder ist das jetzt eine Abkürzung gewesen? Weil ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Weil ich glaube, das hier ist der Rückweg, oder? Oh, mein Lieblingsgegner. Hi. Also die Explosionen helfen mir zumindest. Das ist aber schon mal schön. Hi. Ich brauch das mal kurz. Wieso ist er nicht gestorben? Luca, nein! Wieso rennt denn Luca auch dorthin? Komm, Regen-Lamey, stirb doch endlich. Leave it to me. Oh nein, euch habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich bin jetzt, ich habe eine andere Taktik, aber okay. Achso, kriegen wir die aber auch schnell tot, die Red Ruts. Die haben wir aber wirklich, glaube ich, seit Setos Tod nicht mehr gesehen, oder? Oder? Ich glaube nicht mehr. Oh, hier, bitte. Also diese Explosion rastet ja komplett aus. Oh nein. Ach nö, hi. Ja, wir sind alle anscheinend im Trouble bei dem Gegner. Ja, okay. Wo jetzt auch immer der herkam. Ja, die Explosionen sind sehr schön, muss man sagen. Vielleicht bin ich verwirrt, wo hier was ist. Togetsu is farther up the mountain. It acts like a natural fortress for the city. Ich meine, bis du hier nach oben kommst, dauert es ja schon ein ganzes Stück. Also du kannst dich gut auf Angriffe vorbereiten. Wenn jetzt irgendjemand hier ist und alles überwacht. So sehr schön, wie hier alles zugekleistert wurde. Hyäne Umwelt, ja, es ist vielleicht mal besser, das alles zu schnappen. So, welche Gegner sind dahinter? Und verreck bitte. Also die Fähigkeit von Gamma ist hier wirklich mal sehr nützlich. 1 Million Wege. Ich würde jetzt mal sagen, hier nochmal aufmachen. Kann ich aber nicht mehr nehmen, weil ich genug von den Normalisierungstabletten habe. Das stimmt. Wir haben noch 1000 Meter. We've been walking for a long time. Wataru, how much farther to Togetsu? Quite a while. You're not even halfway there. Das habe ich mir gedacht. It really is in the middle of the mountains. Are you okay, Luca? Yes, I'll manage. These steep paths, though. Du machst Intensivtraining. Also bitte, jetzt heul nicht rum. Get behind me. I can at least block the wind. Thank you. I should really start training like you do. Togetsu is the home of the faith's main temple. Do you know what kind of religion it is? Nein. Apparently it's kind of like a cult. That's what I heard it Ja was. gut, okay, wenn die so weit weg sind, wahrscheinlich, ja. This far from civilization, it's only Ist wahrscheinlich sogar eine Art soon Sekte, they'd be würde ascetics ich in sagen. tune with nature. Let's see. The Togetsu faith. Ah, here we go. It's a moon-worshipping religion. One of their tenets is that the soul will return to the moon. The founder is Hitoyo Pope. The religion has a long history, but it looks like they've always lived quietly in the mountains here. You would think the fact that New Himuka allows them to govern themselves must mean that they aren't that big.
I'm sure Kagero knows a lot more. He was a Togetsu believer after all. Did he tell you anything, Tsugumi? No. Kagero... he didn't talk much about the Togetsu faith. Oh. Well, they have a unique lifestyle there, but they're not totally cut off from us. I don't think they'll turn you away at the gate. That's what former Major General Karin said. We probably won't be welcomed with open arms, but I hope they'll at least listen to us. Okay, just a little farther to Togetsu. Ein bisschen mehr ist sehr viel, würde ich sagen. 900 Meter? War hier jemand, oder? An OSF member is always ready to deploy. Ja, ja, klar. Ich war nur verwirrt, dass hier... Teleportierst du dich die ganze Zeit, Luca, oder wirklich? Ja, anscheinend. Dieses Geräusch lässt mich denken, als wäre hier ein Gegner. Aber gut, Hiono Umwelt. Ja, aber ich glaube, Luca kommt einfach nicht mehr hinterher. So stelle ich mir das vor. Highlights brauche ich nicht. Ich würde eigentlich nur gerne speichern. Phase Nummer 8. Das Puzzle. Weiß nicht, welcher Weg ist denn richtig? Kann ich die Karte nicht mal besser ansehen? Oder wenn ich jetzt hier auf... Das ist noch ein ganzes Stück. Und wenn ich jetzt da lang gehe, finde ich wahrscheinlich noch ein Item. Dann würde ich zuerst da entlang gehen. Ich könnte auch immer öfter die Karte benutzen, das stimmt schon. Hey, ja. Denn ich brauche die ganzen Hieno-Sachen, damit ich mehr Sachen für Geschenke herstellen kann. Okay, ihr beide beschwert euch, dass ihr nicht dabei sein dürft, dann komm. Ihr seid dabei. Legt los. Ach so, das sind mehrere jetzt, oder? Oder ist es von denen... Keine Ahnung, wer von denen jetzt der echte sein soll. Naja, egal. Aua, welches Level bin ich eigentlich, wenn die Level sind? 35, okay. Warte, leveln die eigentlich nicht mit, wenn sie mit dabei sind? Anscheinend. Okay, also ich muss da wirklich mal ein bisschen durchwechseln, damit die gut gelevelt werden. Schön zu wissen, wusste ich nämlich nicht. Oder ich glaube, die bekommen wahrscheinlich weniger Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich so nur 75% davon. Jetzt rastest du wieder komplett aus. Ich liebe das. Aua. Oh, ich liebe es, dass ich das jetzt zweimal hintereinander machen kann. Das ist so schön. Also es gibt da wirklich so ein paar Upgrades, die finde ich absolut, absolut schön. Gut, also ihr habt den echten erledigt. Finde ich gut. War hier nicht ein Weg? Wo bin ich denn gerade? Ich sehe das gerade gar nicht. Ich glaube, ich muss hier nach oben. Okay. Oh, ich finde Schneemusik immer sehr entspannt. Und weg mit dir, bitte. Und ich rieche Gegner. Ich rieche sehr viele Gegner hier.